Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Gitarrenstunde und heute geht es in Folge 2 des Rhythmusgitarrenkurses um die Basics der Bluesgitarre. In der heutigen Folge werden wir wirklich an die Basis der Begleitung auf der Gitarre gehen. Wir schauen uns den Shuffle-Rhythmus an, die Begleitung mit den Power Chords auf einem 12-Takt Blues und wir schauen uns ganz wichtig die Akkordumkehrungen an bei den Dur-Akkorden im Blues. Und ich halte es bewusst sehr einfach. Wir bleiben an der Basis und mein Ziel ist, ich weiß, wie schwierig es teilweise für mich auch war, zu Beginn das Ganze zu verstehen und dieses Gefühl auch zu entwickeln für diesen Shuffle, der ja so wichtig ist. Ne? Und wirklich auch die Basis der Begleitung und der Rhythmusgitarre generell nicht nur darstellt, sondern auch auf dem alles aufbaut, was an moderner Bluesgitarre, Rockgitarre und so weiter gespielt wird. Deswegen bleiben wir heute in den Grundlagen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Ich werde sehen, wie viel ich hineinpacke und erklärt bekomme. Wir machen das ganz einfach. Idealerweise nimmst du gleich deine Gitarre zur Hand. Die Beispiele werden so gut wie alle nachvollziehbar und nachspielbar sein. So, da wir live sind, sage ich jetzt erstmal Hallo an alle, die live dabei sind. Und da schauen wir doch mal rein. Hallo, liebe Grüße an euch alle. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt schon sehr viel Spaß hier mit diesem Video und ich glaube, es wird euch gut tun, es wird euch helfen, nochmal auf die Grundlagen einzugehen, sehr detailliert und in den nächsten Folgen bis zu Folge 10 können wir uns auch noch steigern, sodass im Grunde genommen für jeden was dabei ist. Also viel Spaß. Super, hallo an alle. Hallo, laute Bekannte hier, sagt Jörg, das stimmt. Hallo Manuela, hallo Chris, hallo ihr Lieben. Bild und Ton, könnt ihr mir sagen? Bild und Ton gut, das ist wichtig. Ich habe die Fender-Gitarre am Start, weil das so eine super Allround-Gitarre ist, mit der ich dann auch die Beispiele sehr gut rüberbringen kann. Okay, also Chris, los geht's, wie er schon sagt. Und wir gehen doch gleich mal in diese Nahaufnahme hier. Und hier haben wir 3 Blickwinkel. Einmal könnt ihr mich ganz sehen, dann unten die Gitarre einmal komplett in der Großaufnahme und oben, oben links könnt ihr die rechte Hand gut beobachten. Also, um was geht es heute? Es geht um die Begleitung mit dem Power Chord, Grundton, Quinte, die Verschiebbarkeit dieser Geschichte, wie man das begleitet mit dem Grundton auf der dicken E-Seite, wie man das begleitet mit dem Grundton auf der dicken A-Seite, welche Position wir springen. Und danach schauen wir uns die 4 Dur-Septim-Akkorde, weil dieser Dur-Blues mit dem Septakkord, also mit der Septime, ist purer Blues. Also da baut im Grunde genommen alles drauf auf und es ist ganz wichtiges Wissen. Okay, so. Jetzt bevor ich in die Beispiele einsteige, will ich dir nochmal einen sehr wertvollen Tipp geben, den du unbedingt befolgen solltest. Du solltest diese Übungen jetzt nutzen, um gleichzeitig die Töne auf der dicken E und auf der dicken A-Seite wirklich zu lernen, sodass du genau weißt, wo dein A ist, dein C, dein E, dein C hier. Das ist jetzt die Chance, das richtig gut zu lernen. Und wie lernt man das am einfachsten? In der Begleitung eines 12-Takt-Blues. Das ist Hauptbestandteil der heutigen Lesson. 12-Takt Standard-Blues, keine Quick Changes, keine Turnarounds, einfach nur die Standard-Blues-Begleitung. Okay. Und wenn wir davon reden, haben wir folgende Dinge, die wir beachten sollen.
Einmal, da diesen Rhythmuskurs ist, wird hier nicht über die Solo-Gitarre gesprochen. Wir reden nur über Rhythmus. Und das ist der Clou an dem Ganzen, ist das Gefühl zu entwickeln für eine Begleitung basierend auf unserem besten Rhythmusinstrument, das ist das Schlagzeug. Ne? Und mein gleich wertvollster Tipp zu Beginn ist, sich das Schlagzeug genau in den Liedern anzuhören, was das Schlagzeug macht und wo die Betonungen sind. Diese Betonungen sind sehr, sehr wichtig. Okay, und bevor wir die Beispiele machen, kommen wir zu unserem ersten Akkord. Also wir beginnen ganz, ganz langsam und schauen uns hier im 5. Bund einen sogenannten Power Chord an. Der Power Chord besteht aus dem Grundton, hier die Note A im 5. Bund auf der dicken E-Seite und der Quinte. Diese Akkorde werden auch noch als Fünfer bezeichnet. Und das Wichtigste, was du jetzt machst, ist, dass du lernst, diese beiden Töne einfach nach unten zu spielen, dabei gleich abdämpfst. Und dieses Abdämpfen, das findet immer hier statt. Genau hier, also wirklich genau vor der Brücke. Nicht hier vorne, nicht hier hinten. Wenn du zu weit vorne bist, dann klingt das so. Und genau in der richtigen Position, also genau vor der Brücke hier hinten, hast du diesen abgedämpften Sound, der extrem wichtig ist für deine Begleitung. Also du musst lernen, diesen Sound hinzubekommen. Das ist, auch das Gefühl, hier immer die Hand zu platzieren, ist ganz entscheidend. Ja? Wenn du weiter nach hinten gehst und die Saite nicht berührst, die Hand auf das Tremolo oder auf die Brücke legst, dann klingt das offen so. Auch das wird als verwendet in deiner Begleitung. Also das Erste, was ganz wichtig ist, hier die Hand hin und dann. Und was greife ich nun mal? Ich greife hier den Power Chord. Und diesen Sound hinzubekommen, das ist sehr, sehr wichtig. So in der Begleitung im Blues, in diesem Begleitrhythmus, der da kommt, spielen wir eine Variante lernen wir jetzt mit dem Power Chords und dem kleinen Finger einmal die Variante. Aber bevor ich sie so spiele und diesen Stretch dir beibringe, spielen wir es jetzt hier unten. Und das ist unser A-Dur-Akkord. Das ist unser A7 oder gerne gegriffen à la Stevie Ray Vaughan. Der A mit dem G hier unten mit der Septime. So, was wir aber jetzt brauchen für die Begleitung, ist nur die dicke A-Seite und hier das E auf der D-Seite. Wenn du genau hinhörst, hörst du denselben Klang. Durch die dicke E-Seite, vielleicht ein bisschen dicker. Ja. Also das Erste, was wir jetzt machen, wir spielen zweimal den Zeigefinger, dann zweimal den Ringfinger im 4. Bund. Also noch nicht den Shuffle-Rhythmus, sondern wir spielen jetzt ganz gerade. Also 1, 2, 3, 4. Das ist der Sound. Wir wollen nicht, dass es so klingt oder so, sondern hier das Abdämpfen ist ganz wichtig, dass du das hinbekommst. So, wenn das geht, dann reden wir jetzt als nächstes, wenn du das hinbekommen hast, reden wir über den 12-Takt Blues. Wir machen sie in A. A ist eine super Tonart, ne? Weil wir können es einmal hier unten offen spielen mit dem D und dem E und wir können es auch hier danach üben mit dem kleinen Finger, mit diesem Stretch, der am Anfang nicht leicht ist und deine Hand muss sich an die Stretches erst gewöhnen. Okay. Wenn wir von einem 12-Takt Blues-Pattern reden, dann reden wir von dem Grundakkord, dem 4. und dem 5. Akkord der Tonart, in der wir uns befinden.
Das wäre in A, wären das, nehmen wir A7, A7 so, A7 als Grundakkord. Die vierte Stufe wäre dann D, also A, H, Cis, D. Und die fünfte Stufe wäre hier das E. Also wir reden von einem sogenannten 1-4-5er Akkord. Also eine 1-4-5er Akkordfolge. So, und unser 12-Takt-Blues besteht aus, also den Akkorden A7, haben wir die einfache Variante so, D7 und E7. Ganz einfach, für jeden Akkord brauchst du nur 2 Finger. Also das ist E-Dur, freie D-Seite, E7, A7, also unser A-Dur ohne den Mittelfinger, den kannst du so greifen, den kannst du so greifen und D7. Das ist unser D-Dur, wo dann hier die Note D abgesenkt wird auf ein C und dadurch haben wir dann hier einen Grundton D und hier die Septime D7. Das sind unsere 3 Akkorde. Okay? Und jetzt machen wir nichts anderes. Wir spielen jeden Akkord 4-mal, bevor wir diese Geschichte machen. Spielen wir jeden Akkord in der Basisvariante. Ich gehe auf den Mittelpicker, spiele das A7 4-mal und machst das einfach mir nach. Das ist noch gar kein Rhythmus, noch gar nichts. 1, 2, 3, 4. So, das ist jetzt Takt 1 des 12-Takt-Blues. Ich habe hier ein Playback vorbereitet, das ich jetzt laufen lasse. Und dann werde ich einfach mitspielen mit den 4 Akkorden und dann erkläre ich dir das. Stopp. Also, was haben wir hier? Wir haben jeden Akkord 4-mal gespielt. Der Ablauf des 12-Takt-Blues, den solltest du dir einprägen. Das ist 4-mal A. Also, das wäre erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt. 2-mal D, D7 in diesem Beispiel. Dann haben wir schon die Hälfte, haben wir schon 6 Takte voll. Takt 7 und 8 sind wieder A7. Takt 9 ist ein E7. Takt 10 ist wieder ein D7. Wir gehen zurück auf den Grundton A7 im 11. Takt. Und im 12. Takt haben wir noch ein E7. So, das ist der Ablauf des Standard-Blues, den einprägen, auswendig lernen. Und jetzt machen wir ein paar Beispiele, wie man das begleiten kann mit Akkorden. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns den Shuffle-Rhythmus an. So, Shuffle-Rhythmus. Was ist Shuffle? Shuffle ist diese sehr organische Spielweise, wo die 1, 2, 3, 4 betont wird. Ich gehe mal auf diese Aufnahme, dass du meine Hände sehen kannst. Und hier ist die rechte Hand. Nur nach unten spielen. Und ihr seht schon, ich schlage oben die dicken Saiten auf die 1, 2 an. Und die 3, wie an der Snare am Schlagzeug, wie an der kleinen Trommel, schlage ich dann an auf den dritten Schlag, damit es heller klingt. So, und das, während ich hier meine Hand ganz sanft auf den Saiten liegen habe. Ne? Ganz sanft. So, nicht drücken, also es soll nicht klingen, sondern einfach nur, es soll diesen perkussiven Schlag erzeugen. Wie so ein Scratch. Und dann oben die dicken Saiten und dann die 3 unten auf den dünnen. Und nur nach unten.
Das ist deine Übung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay? Also, am Anfang spielen wir das Ganze nur nach unten. So, nächsten Schritt, den wir jetzt vollziehen werden. Jetzt schnappen wir uns die Akkorde hier wieder. Okay? Und spielen sie jetzt in Form von Power Chords. Wir spielen das A, dämpfen es leicht ab. 1, 2. Bei der 3 gehen wir hier 2 Bünde weiter auf die 6. Und dann beim 4. Schlag, 1, 2, 3, 4, gehen wir wieder zurück auf den Zeigefinger. Also 1, 2, 3, 4. Und das, was du vorhin gehört hast, dieses 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist schon jetzt die nächste Steigerung dieser Geschichte. Du spielst nur die 2 Seiten jetzt, dämpfst das hier ab. Schön langsam. 1, 2, 3, 4. Und wenn du spielst, dann gib diese 3 hier, also diesen 1, 2, 3, gib der 3 einfach ein bisschen eine Betonung. Okay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich zeige dir jetzt gleich die Begleitung anhand von dem Backing Track, wie das dann aussieht, wenn ich es hier unten begleite. Dann gehen wir in die Stretch-Variante und spielen das hier mit Power Chords. Warum ist das so gut? Das ist so gut, weil wir dann alle Tonarten abdecken können. Okay, also wir haben A, unser D ist genau unten dran, die leere D-Seite und ein Finger hier im 2. Bund. Also die gleiche, musst dir vorstellen, von einem D7 spielst du jetzt hier die leere D-Seite und hier das A auf der G-Seite. Genauso. Und das E ist oben, die dicke E-Seite. Und die 2 Seiten dann für deinen E-Akkord, das nimmst du dir aus dieser Variante des E7-Akkordes. Ne? So, jetzt kannst du beobachten, wie die Begleitung aussieht. Nochmal von vorne. Und 2, 3, 4. D, A. Jetzt kommt das E. D, A. Und noch ein E. Wieder A. Takt 8, Takt 9, E. 1, 2, 3, 4, D. A. Und dann kommen die Varianten. Dann kann man Varianten einbauen. Bevor wir das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wir steigern uns ein bisschen, aber heute geht es nur um die Basics. Und die Basics sind ganz, ganz entscheidend, okay? Jetzt machen wir dasselbe, was wir gespielt haben, aber mit Power Chords. So, jetzt diese Begleitung des 1-4-5er Blues Rhythmuses, diese Begleitung hier, die können wir
und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, was ich dir zeige, ja, die können wir mit dem Grundton 1, also dem A-Akkord hier auf der dicken E-Seite beginnen oder hier mit dem A hier. Du hörst, es klingt gleich, ne? Es ist absolut dasselbe. Der Vorteil von dieser Geschichte hier ist, und glaub mir es, die großen Meister, die Blueser, die machen das sehr, sehr gerne, dass sie dann einfach auf dieser dicken Seite auch wegen der Power bleiben. Und wegen den Slides, die sie machen können. Und dann gehen sie in den 10. Bund. Hier ist A, Grundton. Im 10. Bund hast du das D, den D-Akkord. Dasselbe wie hier. Du musst halt die Töne kennen auf der dicken E-Seite. Und dann 2 Bünde höher hast du dein E. Das klingt sehr harmonisch, wenn man das so übt. Jetzt zu der Begleitung. Okay? Zur Begleitung. Was wir hier unten gemacht haben. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das, was wir jetzt gemacht haben, das spielen wir jetzt hier. Und zwar mit dem kleinen Finger. Also, ein Power Chord ist Grundton und Quinte. Wenn du den greifen kannst, dann ist diese Begleitung hier eine Sache, die du unbedingt können musst. Das ist ganz, ganz entscheidend. Okay? 1, 2, 3, 4. Schwieriger wird es, je tiefer wir gehen, wenn wir eine Begleitung in F haben, dann mache ich es teilweise so, dass ich es mit Zeigefinger und Mittelfinger greife, weil dieser Stretch hier, ich habe keine großen Hände, das ist schon sehr, 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 sehr stretchy. Okay? Also bevor du aber dich hierhin arbeitest, erstmal hier. Und jetzt schaust du dir die Begleitung an mit diesem Backing Track. Ein Durchgang mit den Power Chords auf der dicken E-Seite. 1, 2, 3, 4. Jetzt wechsle ich bei den Akkorden D und E auf die A-Seite. Hier ist D. A. E hier. A. Das war jetzt die Begleitung im Shuffle Groove, nur nach unten gespielt. Je mehr du hier reinpackst, umso stärker kannst du die Stilistik auch beeinflussen. Stevie Ray Vaughan hat das zum Beispiel. Sehr, sehr locker aus dem Handgelenk, ohne abzudämpfen, das Ganze gespielt. Und das klang bei ihm natürlich auch sehr, sehr gut. Aber bevor du das lernst, dieses Abdämpfen ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass du das gut hinbekommst. Okay. Okay, also, hier sind wir jetzt. Jetzt gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wenn du das mit den Power Chords so spielst, wie ich das jetzt hier gezeigt habe, also du hast die Wahl, vom 5. Bund aus D im 10. Bund zu gehen. Dein Sound bleibt dann immer gleich. Dein Sound bleibt immer gleich, schön fett.
Oder du kannst stationärer spielen. Also du gehst einfach von dem A eine Seite tiefer auf das D und auf das E dann hier zwei Bünde weiter in den 7. Bund. So, diese zwei Varianten hast du in der Begleitung. Okay? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du das trainierst. Und dass du ein Gefühl entwickelst. Es dauert etwas, bis man dieses Shuffle-Gefühl spürt und die Stretches sind auch nicht leicht, aber es lohnt sich ungemein, weil wahnsinnig viel davon ausgeht. Okay, das zur Motivation. So, jetzt reden wir ja die ganze Zeit über A. Wie wäre es, wenn wir mal eine andere Tonart nehmen? Wie wäre es mit D-Dur? So, wenn ich jetzt hier auf D spiele, dann habe ich zwei Möglichkeiten, meinen Quinten- und Quartenakkord zu finden. Das hilft dir sehr, sehr viel, also den 4er- und 5er-Akkord. Wenn du hier auf der dicken E-Seite, im 10. Bund auf der Note D bist, dann ist direkt unten dran du weißt es ja hier ist die Quinte, ja, dein Power-Chord, Quinte. Und direkt unterhalb deines Zeigefingers, auch im 10. Bund, ist der 4. Stufenakkord, der Quartenakkord. Und das wäre in dem Beispiel D, G und A. Und so findest du im Grunde genommen auch ganz leicht die Tonart eines Liedes, weil es in fast 100% der Fälle haben die Lieder eben diese Akkordfolge, Grundton, Quarte, Quinte, irgendwo im Song drin. Also du hast den Grundton gefunden, dann hast du meistens direkt auch unten dran den Quartenakkord und den Quintenakkord 1 nach rechts. Dasselbe Spiel, das solltest du dir jetzt merken, wenn du den D greifst. Hier unten auf der A-Seite im 5. Bund, dann ist dein Quartenakkord natürlich auch unten dran. Aber hier wird der Sound schon arg dünn. Okay, wir wollen diesen Sound. Aber wir wollen, dass es fett klingt. Ne? Und hier, wenn du dann die Begleitung machst, dann ist dein Quartenakkord, also der 4er, das G von hier, ist dann im 3. Bund. Also du gehst einmal die Variante runter rechts oder hoch links und dann einmal rechts. Also hier ist dann dein D, du gehst auf die dicke E-Seite und hast den Quartenakkord 2 Bünde nach links und den Quintenakkord oben drüber. Das würde dann so klingen. D. Das ist die Quarte und hier ist die Quinte. Und beide Varianten solltest du trainieren, sodass du das bewusst spielen kannst, dass da gar kein Problem entsteht. Ich gucke mal kurz in den Chat rein, um zu sehen, ob da Fragen schon aufgekommen sind. Oh yeah. Also ja, wir sind jetzt in Folge 2 wegen der Frage hier Anfänger. Also das ist ja nicht leicht. Ne? Wir sind in den Basics, Blues Basics, die Grundlagen der Blues-Rhythmus-Gitarre. Deswegen relativ am Anfang, ja. Aber es ist unheimlich geholfen, so zu zählen. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Das ist auch eine Möglichkeit, das zu machen, aber ich würde es nicht komplizieren. Also wenn es zu mathematisch wird, wird es für viele unnötig schwer. Aber man kann es so machen. Das Wichtigste ist, dass du das so oft spielst, bis du es einfach nicht mehr falsch spielen kannst. Das ist das, was die Profis machen. Bis du dieses Feeling entwickelst, wo du nicht nur spürst, sondern natürlich hörst, sondern auch spürst, jetzt kommt der Wechsel auf den 4er, jetzt kommt der Wechsel auf den 5er und das ist einfach üben, dann wird das. Ging bei mir auch so, wie Chris das hier schreibt, üben. Horst, was macht dein Daumen, wie stützt der? Genau, super Frage. Der Daumen hinterm Griffbrett, der ist in dieser Haltung. Also jetzt beobachten wir das mal. Also wir haben die klassische Handhaltung nicht zu sehr nach vorne, also nicht hier das Handgelenk überdehnen, okay? Also das ist die Handhaltung. So kannst du das nicht spielen. Ja? Die Begleitung ist ganz entscheidend, dass der Daumen in der Mitte in der Höhe von deinem Zeigefinger, Mittelfinger
hier liegt. Und dann kannst du das gut erkennen. Ich gehe mal nochmal in diese Aufnahme. Guck hier. Das ist die Handhaltung. Gute Frage. Die Variante mit dem Wechsel auf die A-Seite ist für die Akustikgitarre wohl die bessere. Ja, gut. Super. Das war das erste, was damals gelernt. Genau. Was ist Quarte Quinte? Da musst du dir den Grundkurs reinziehen. Ne? Also das kann ich jetzt, hier geht es um Rhythmus. Ich mache jetzt keine theoretische Erklärung, das dauert viel zu lange. Lieber Ahmed, geh in den Grundkurs, 30 Tage Grundkurs für Gitarre, und dort findest du dann das alles detailliert erklärt. Hier braucht man ein bisschen Grundwissen. Ja, wie Manuela schreibt, nicht unbedingt die Noten der dicken E- und A-Seite auswendig. Mein kleiner Finger krümmt sich nach innen in den höheren Lagen. Auch bei mir ist das normal, das ist ein super Tipp, aber auch bei mir normal, du siehst, schau mal. Ja. Und die Schläge von oben machst, sodass man denkt, du schlägst einen Akkord, wie stupst du dann mit der Handkante ab? Ja, sehr gute Frage. So, super. Also ihr seht, diese Interaktion mit euch ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und dann kann ich nämlich gleich auf eure Fragen eingehen. Und das sind nämlich die Standardfragen, die auftauchen. So, beobachte bitte meine... Ja, Ahmed, bitte geh auf jeden Fall in die 30 Tage Grundkurs, weil dort habe ich das ganz detailliert erklärt. Das ist jetzt schon ein Kurs, der jetzt sich sehr steigert in den nächsten Folgen. Also das wird dann sonst zu heftig für dich. Ne? Okay. Achtet auf meine linke Hand, beobachtet in der Aufnahme links oben die Saiten, seht ihr, wie die sich entspannen? Es ist also kein permanenter Druck auf der Seite, weil wenn du das permanent drückst, also die ganze Zeit drückst, dann hast du hier ganz schnell nach einer Minute einen Krampf. Also du musst immer wieder das hier machen und die Finger entspannen. Lerne erst hier alles abgedämpft. Wenn du dann lüpfst, dann ist der Schlüssel die linke Hand. Siehst du das? Das macht meine Hand. Theoretisch könnte ich es ohne die rechte Hand spielen. Also dieses permanente Lüpfen. Peter, wie stellst du einen Verstärker ein? Das ist natürlich jetzt völlig unpassend bei dem Kurs, aber ich kann dir sagen, das ist jetzt der Blues, also der Marshall 45 Bluesbreaker Verstärker, den ich hier verwende. Ganz leicht angecrunched. Also der alte Marshall Plexi ist ein fantastischer Verstärker. Auch sehr, sehr gut sind die ganzen Fender Amps, wie jetzt der Blues Deluxe natürlich, ist ein super Amp für Blues, also der Fender Blues, der Deluxe Amp und natürlich der Tweed Amp, also die ganz alten, die Stevie Ray Vaughan gespielt hat. Ne? Aber lasst uns jetzt bitte vom Sound nicht groß reden. Also jeder stellt da einen leicht angecrunchten Sound ein. Sonst gehe ich ich kann nicht alles beantworten. Ich will, dass ihr jetzt bei der Sache bleibt. Okay, das war jetzt die Begleitung mit dem Power Chord und dem kleinen Finger für den Blues. 12-Takter. So, dieses 12-Takt-System, das kannst du nun verschieben. Das ist der Riesenvorteil, wenn du diese Begleitung intus hast. Ja? Wenn du diese Begleitung gut C, dann unten dran das F, C und dann hier rüber
das G, das F. Dasselbe, wenn ich es jetzt auf der A-Seite spiele, zeige ich euch jetzt die schwierigste Variante hier unten. Guckt euch das mal an. Also C, Grundakkord C, abgedämpft, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und jetzt will ich das F spielen, dann muss ich hier hin. Und dieses Stretch, das ist so das Schwierigste, was es gibt hier. Greif es mal so und versuche es mal mit den zwei Fingern, das F zu spielen. Das C. Dann oben drüber der 5er Akkord, G, F, C. Also das hier, mein Tipp wäre, so etwas auch als Aufwärmübung zu sehen. Okay? Diese Begleitung in der Aufwärmroutine. Ja, wenn du dich aufwärmst, die nächsten 6 Wochen, jeden Tag einfach laufen lassen, Metronom einschalten, diese Begleitung trainieren. Jetzt geht es weiter im zweiten Teil der heutigen Folge mit den Septimakkorden. Hier gucken wir uns die 4 Formen an, die wir verschieben können und machen dann auch eine Begleitung draus. Also, stay tuned. So, das war jetzt die Begleitung mit den Power Chords. Was wir als nächstes machen, ist, wir nehmen die Grundakkorde und lernen die zu verschieben. Okay? Das ist entscheidend, wenn du Blues, Rhythmusgitarre spielen willst, und zwar auf die richtig coole Art und Weise. Denn diese Verschiebeakkorde sind die Standardakkorde in der Begleitung. Also fangen wir doch gleich mal an mit dem E7. So, hier haben wir das E7. Und wenn du den jetzt verschiebst, musst du von der gleichen Geschichte ausgehen wie gerade eben, nur statt Power Chords hast du jetzt einen Barré-Akkord. Hierzu empfehle ich dir noch mein Video über die Barré-Akkorde dir anzuschauen und dort ein für alle Mal die Angst und die Sorge vor den Barré-Akkorden ja, ins Nirvana schieben. Ne? Musst du keine Angst haben. Das ist nicht schwer. Du nimmst das E7 und dann machst du ein Barré im 5. Bund. Hier hast du dann den Grundton A und formst mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger den A7-Akkord. Okay? Das wäre dann, wenn du hier von E7 ausgehst, E, A, das wäre dann der Quartenakkord. Und jetzt kannst du den ganz einfach verschieben auf den 5., den Quintenakkord, auf das H7. Also diese Akkordform ist sehr, sehr, sehr genial. So, was du jetzt auch dann gleich trainieren kannst, du nimmst den Akkord so und spielst den Shuffle, den du gerade gelernt hast, mit dem Akkord. Das ist ein super, super Training. Ich kann es dir nur empfehlen, wenn du jetzt diese Akkorde lernst, dann spiele sie einfach wieder nur von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abdämpfen. Das war die E7-Form. Die nächste Form, die wir verschieben, A7. Die A7-Form, also ist unser A-Dur-Akkord. Jetzt wären wir dann in A, in der A-Dur-Tonleiter. Dann hätten wir D und E als 4. und 5. Akkord. Also hier ist A. A7,
Auf der A-Seite ist unser Grundton. Wir gehen in den 5. Bund, hier ist D, haben hier den D-Dur-Akkord und spielen ihn so als A7-Form. Also hier unten siehst du die A7-Form. Und hier, wichtiger Basisakkord, Barré von der A-Seite, hier auf der Note D, den Akkord D7. 2 Bünde weiter E7. Das war jetzt die A7-Form. Die nächste Form, die wir verschieben, wir bleiben auf der, ein super Akkord jetzt, das wird euch gefallen und ihr kennt den sicher auch schon alle. Wir bleiben auf der A-Seite, greifen ein C7, also C-Dur, die C-Dur-Form wird jetzt verschoben. Der kleine Finger kommt hier auf die Septime und den können wir jetzt verschieben. Also wir haben dann C, hier ist C im 3. Bund auf der A-Seite. Jetzt müssen wir bis aufs F, das ist hier im 8. Bund auf der A-Seite. Und wenn du den spielst, dann bitte nur die 4 Saiten, die du auch greifst. Ne? Sonst, wenn du außen die beiden E-Saiten spielst, dann klingt das falsch. Also nur gehst du mit dein Grundton ist immer hier die Treppe C, dann gehst du aufs G, hier ist es G im 10. Bund auf der A-Seite. Super cooler Akkord. Wird oft für Turnarounds verwendet. Hier hast du dann den G7-Akkord. Merken, ganz, ganz entscheidend. Super Akkord. Also C, F, G, F, E, D, C und so weiter. Und die 4. Form, die wir verschieben, ist der D7-Akkord hier unten. Grundton auf der D-Seite. Wir hätten noch einen, dann kann ich euch noch einen sagen, aber die 4 sind jetzt mal ganz wichtig. Wir können den H7 noch verschieben. Aber wir bleiben jetzt bei dem D7 hier unten. Und wenn wir den verschieben, wo ist dann unser Grundton? Der Grundton ist auf der D-Seite. Das heißt, wenn ich den jetzt verschieben möchte und ihn hier greife, dann habe ich hier den Grundton auf der D-Seite. Das wäre hier die Note G. Und das wäre dann, wenn ich in D-Dur bin, der Quartenakkord. Und der Quintenakkord wäre hier das A. Okay? Also diese 4 Akkorde jetzt nochmal ganz langsam stationär. Die E-Form im 5. Bund und dann heißt der Akkord A7. Die C-Form im 5. Bund, also jetzt hier, wenn ich hier, die C-Form im 5. Bund, Grundton hier auf dem Ringfinger, auf der A-Seite, die Note D, das wäre dann unser Quartenakkord. Also du siehst, das ist das verschobene C7. So, jetzt schnappen wir uns ein E7 und hierzu haben wir 2 Möglichkeiten. Einmal einfach den Akkord hier weiterschieben auf das E7. Wir können alle Saiten spielen. Oder wir schauen, was wir noch für Möglichkeiten haben, den E7 zu greifen. Wie wäre es, wenn wir ihn hier greifen? Also unser A7, D7 und E7. Und alles, was ich jetzt gezeigt habe, ne? Du siehst schon, es zieht an. Das funktioniert nur, wenn du die Grundtöne auf den beiden dicken Saiten dir einprägst. Das ist also der Schlüssel, um zu verstehen, wie diese Begleitungen funktionieren. Weil oft wird eben mit diesen Akkorden gespielt.
Ich zeige euch das mal mit dem Backing Track und werde da jetzt ein bisschen mit diesen Akkorden spielen. In A. Wichtig ist auch, diese Begleitungen mit diesen Backing Tracks zu trainieren. So, jetzt gucken wir noch mal kurz in den Chat rein, ob da noch Fragen aufgetaucht sind. Okay, super. Sollte man den gleichen Takt mit dem Fuß mitmachen? Ja, überhaupt nicht gemacht, habe jetzt Probleme damit. Ja, eine super Frage. Soll man mit dem Fuß den Takt mit? Ja, selbstverständlich. Ne? Chris schreibt, Fuß ist extrem wichtig. Beidfüßiger Clapton, das ist natürlich schwer. Man kann es mit dem Fuß den Takt, also 1, 2, 3, 4. Ihr hört, ich mache es mit dem linken jetzt. Das war jetzt mit links. Mit rechts kann ich es auch, aber dann hüpft halt die Gitarre. Ne? Dann hüpft die Gitarre immer auf und ab. Also trainiert bitte mit dem Metronom oder mit dem Schlagzeug und klopft mit links den Takt. Ne? Der wackelt schon immer automatisch und das kann ich gar nicht abstellen. Super. Also gut, ich hoffe, das war soweit jetzt alles mit der Erklärung klar. Es war nicht so schwer. In der nächsten Folge werden wir uns natürlich steigern, aber ohne diese Basics wird es sehr, sehr schwer, dass du dann da die richtige Sprache findest, wie man das so schön sagt. Ne? Mit diesen Akkorden ist so viel möglich. Guck einfach mal auf meine rechte Hand, so ein bisschen eine Studie auch, wie das Ganze dann also oder hinter Pickup schön druckvoll. So, die rechte Hand ist der Schlüssel. Die geht immer durch. Keiner dieser Rhythmen funktioniert, wenn deine rechte Hand hier also stoppt, wenn die pausiert. Nur so bekommst du auch später dann diesen Stevie Shuffle sehr, 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 sehr toll im Blut.
das ist das nächste, was du trainieren kannst. Das werden wir auch noch in dem nächsten Video dann noch ein bisschen drauf eingehen. Das Typische für ihn war diese Geschichte hier, dass er sehr, sehr abgedämpft hat mit der linken Hand. 1, 2, 3, 4 und dann den Shuffle rauf und runter, aber mit so einer kreisenden Bewegung. 1, 2, die 3 betont. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist alles Shuffle, Shuffle. Also, wir haben jetzt gelernt heute die Begleitung. Hier unten offen. 1, 2, 3, 4. Wir werden uns im nächsten Video, also in Folge 3, bleibe ich noch auf dem Blues, also eine Folge definitiv noch. Und dann werde ich euch die ganzen, also so ein halbes Dutzend Varianten des Blues Shuffle zeigen. Auch, ne, so AC/DC, wir gehen schon in den Hardrock ein bisschen. Dieses Boogie-Pattern, das Rock'n'Roll. Und wenn du hier reinguckst, dann siehst du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist die Begleitung. Also deswegen, das, was wir heute gemacht haben, ganz, ganz wichtig, dass du das trainierst. Wie gesagt, es dauert etwas, bis dieses Shuffle-Gefühl, bis du das, bis du das spürst. Wenn der Moment gekommen ist, immer Takt schlagen, das ist sehr, sehr gut. Wenn du in der Lage bist, das zu begleiten, einen 12-Takter, das Backing-Track stelle ich zur Verfügung, dann lohnt es sich, das lohnt sich ungemein, sich da durchzuarbeiten, denn auf dem Ganzen baut die ganze Rhythmusgitarre auf, bis zum Funk, bis zu Funk und allem, was dieses Thema angeht. Also ganz, ganz wichtig. Lerne das Verschieben dieser Septimakkorde. Hoppla, hier kam gerade eine Spende rein. Herzlichen Dank, lieber Hans. Luke, hast du noch eine blöde Frage? Wenn deine V-Picks verschleißen, nimmst du dann neu? Also. Luke, die Fragen, bitte spart euch diese Fragen auf. Ich muss euch mal wieder hier ein bisschen rügen. Spart euch bitte die Fragen auf für Frag Horst und nicht für den Kurs. Meine Bitte ist, wenn ihr Fragen habt zum Thema Rhythmusgitarre, dann ja. Ansonsten bitte in die Frag Horst Runden rein. Nicht hier, das geht nicht. Ich kann das nicht beantworten, okay? Ich spiele die natürlich auch, wenn sie noch rund sind. Manche habe ich ein halbes Jahrzehnt gespielt. Super erklärt. Inspiration ist ganz wichtig. Schnell umgreifende Akkorde. Dietmar, das ist verständlich, das ist Trainingssache. Und hier ist ganz entscheidend ist, dass ihr euch die Arbeit bitte macht. Also nochmal herzlichen Dank an Hans Schach für die Spende, mein Lieber. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Hier ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Ganz wichtig. Wenn ihr euch nicht die Mühe macht, ja, ich wäre jetzt wieder ein bisschen sauer. Wenn du dir nicht die Mühe machst, diese 4 verschiebbaren Akkorde zu lernen, dann brauchst du dir die nächsten Videos gar nicht angucken. Ja. Also mach dir bitte die Arbeit und lerne diesen 12-Takt Blues in der Begleitung, so wie ich es dir gezeigt habe. Dieses Video ist so wichtig. Wenn du das ignorierst, dann schmeißt du dein Rhythmuskönnen über Bord. Das ist ganz, ganz, nochmal, ganz entscheidend für alles, was jetzt kommt. Bis zu Metal, bis zu Hardrock, Pop, Country, alles. Comprende? Also lerne diese 4 Akkorde, bitte lerne das
E7, Barré, A7, H7. C7 Variante, verschoben. C7 hier, F7 und G7 für deine Begleitung. So viele Tricks machen diese Meistergitarristen mit diesen Akkorden und verwenden dann kleine Teile dieser Akkorde. So, hier, guck mal, hier ist ein E7 in der Form gegriffen. Und wenn du ihn hier hinschiebst, dann hast du ein A7. So eine geile Begleitung. Ne? Also, lerne diese Akkorde, verschieben, lerne das A7, mach ein D7 draus, hier ist ein D und ein E7, lerne das D7 hier so zu verschieben, Grundton die D-Seite, geh hier auf dein G, greif den Akkord so, Funk, bestialisch, A, G und wieder D. Und integriere das bitte in, so wie Chris das schreibt. Ne? Wenn man da dran bleibt, geht vieles später deutlich einfacher von der Hand. Horst, ich reiß mir jeden Tag einen Arsch auf für die Gitarre. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Danke. Ihr braucht es. Ich weiß, dass ihr das braucht. Ihr braucht diesen Motivationsschub. Und ihr müsst euch das erarbeiten. Es ist... Ich kann es gar nicht betonen. Hau mir nicht ab in dem Video, wenn diese Passagen kommen, wenn es ein bisschen ernsthafter wird. Ohne diese Technik, ohne diese Begleitung, diese Grundlagen, die ich dir jetzt gezeigt habe, wirst du wieder bei den Fake News Videos landen, wo dir gesagt wird, lerne 1000 Lieder in 2 Minuten. Das ist nicht das Richtige, okay? Also, ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich hoffe, du übst das jetzt, weil nächsten Donnerstag geht es weiter. Und dann ist mir ganz wichtig, dir nochmal das zu sagen, dann werden wir uns ein halbes Dutzend Shuffle und Boogie Patterns angucken, die es wirklich in sich haben. Die werden verwendet von ZZ Top, von AC/DC, von den ganzen Rock'n'Rollern, von Chuck Berry und all diesen Top-Leuten, die fantastische Rhythmusgitarre gespielt haben. In diesem Sinne, das war es von mir. Dietmar, ich kenne dich. Ich weiß, dass du dabei bleibst. Ich danke euch sehr für eure, wie soll ich sagen, eure Motivation auch für mich, weil ich mache es für euch. Die nächsten Wochen werden wir jeweils Donnerstag ein Rhythmusgitarren-Video haben. Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, okay? Also, ich danke euch ganz herzlich für die Teilnahme. Jetzt ran an die Gitarre, üben und wir sehen uns wieder nächste Woche zu Folge Nummer 3. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, bye bye, ciao. Ja, bitte Leute, das Glockensymbol hier oben rechts, dann wirst du informiert, wenn ich wieder live bin. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo hinterlässt. So kann ich dann den Kanal weiter für dich ausbauen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye bye.